Herzlich willkommen auf meinem Kanal, schön, dass du da bist. In diesem Video geht es diesmal nicht um spirituelle Kunst, sondern um meine Kindheit. Du siehst hier im Hintergrund ein Bild, das habe ich ungefähr vor 20 Jahren gemalt. Und das hing eine Zeit lang bei meinem Bruder in seinem Zimmer. Das hat ihm aber anscheinend doch nicht so gut gefallen, er hat es mir wieder zurückgegeben. Und ich habe es an mich genommen und es war mir zu schade, das wegzuschmeißen. Aber so wirklich stolz auf dieses Bild bin ich nie gewesen und bin ich jetzt erst recht nicht. Meine künstlerischen Fähigkeiten haben sich ja doch in den letzten Jahren etwas weiterentwickelt. Und so habe ich beschlossen, dieses Bild zu überarbeiten. Also es ist mit Acrylfarben gemalt und ich habe beschlossen, das mit Öl einfach auf diesen Acryluntergrund einfach drauf zu malen. Weil Acryl auch eine schöne Beschichtung generell an sich ist. Und so habe ich sozusagen schon den Untergrund, bin mal gespannt, ob das funktioniert. Und werde das jetzt mit Öl überarbeiten, einfach weil mit Öl man viel bessere fließende Übergänge schaffen kann. Schau mir gerne dabei zu, ich werde es im Timelapse malen und bleib bis zum Schluss dabei, denn danach gibt es noch einen Vorher-Nachher-Vergleich zu diesem Bild und da das neue Bild. Los geht's! So, ich habe jetzt schon mal vorskizziert und man sieht andeutungsweise die Skizze. Ich fand das ein bisschen schwierig, weil natürlich im Hintergrund bereits ein Bild ist, was dann so ein bisschen durcheinander bringt, wenn man drüber malt. Und auch natürlich, man muss natürlich auch sehr auf die Perspektive achten und darauf, dass diese Kreise einigermaßen rund sind und nicht so krumm und schief wie in dem Bild dahinter. Ich fange jetzt gleich an mit Öl und ich bin gespannt, ob es funktioniert und ob ich das gut hinkriege.
So, die erste Schicht ist fertig. Im Laufe des Prozesses habe ich echt gedacht, ich schmeiße es aus dem Fenster. Man sah auch irgendwie so ein bisschen mit dem Bild im Hintergrund, dass das recht grau wird, und irgendwie habe ich gedacht, ich treffe den Ton nicht, aber ich glaube, es war einfach nur der Vergleich von diesem knalligen Blau zu diesem eher rötlichen Blau. Sah das einfach sehr zu grau aus, aber jetzt, wo das Bild aus dem Hintergrund weg ist, sieht es eigentlich gar nicht mehr so schlecht aus, und das nimmt Gestalt an, und das Auge interpretiert schon so ein bisschen in Richtung Realität. Genau, das wäre es dann für heute, und im nächsten Video seht ihr dann, wie ich dann die zweite Schicht aufbringe. Mal schauen, ob es dann noch ein drittes Video gibt, also je nachdem, wie lange ich brauche. Seid also gespannt, ob das dann wirklich funktioniert. Und ja, schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr es bis jetzt findet, ob ihr denkt, dass es besser ist als das alte. Und genau, freue ich mich auf euch. Bis zum nächsten Mal.